Hallo, in dem heutigen Video geht es um ein Thema, das deinen Gesang sofort auf einen höheren Level bringen wird. Die korrekte Behandlung von Diphthongen. Nach dem Sehen dieses Videos wirst du wissen, wie man Diphthonge ausspricht, so wie es die großen Sänger tun. Wie du dadurch eine ebenmäßigere Phrasierung erreichst und größere Musikalität. Wir sprechen außerdem über die Unterschiede im Pop zur Klassik, über die Besonderheiten in Diphthongen in unterschiedlichen Sprachen und ich gebe noch ein paar Tipps und auch einige Praxisbeispiele. Wenn du es schaffst, diese Tipps und Tricks umzusetzen, wirst du zu 100% ein besserer Sänger werden. Ich bin seit 25 Jahren als professioneller Opernsänger tätig und unterrichte schon seit 15 Jahren auf Hochschulebene Gesang. Was ich dir hier erzähle, ist praxismäßig geprüft und für gut befunden und dient einzig allein dazu, dich und deinen Gesang besser zu machen. Also, let's go! Also, Diphthonge. Dieses Thema ist ein Dauerbrenner in meinem Gesangsunterricht und egal, ob ich Bachelor- oder Masterstudenten unterrichte, bei den meisten habe ich das Gefühl, sie haben davon noch nie etwas gehört. Auch wenn es relativ simpel scheint, diese Regeln umzusetzen, so haben sie doch einen großen Einfluss auf eure Phrasierung und auch auf die Stimmtechnik. Es handelt sich also um eine Kleinigkeit, die wiederum sehr mächtig ist. Und wenn man diese Regeln nicht befolgt, wird man leider immer etwas laienhaft klingen. Okay, was sind Diphthonge? Der Begriff Diphthong kommt aus dem Griechischen und bildet sich aus zwei Begriffen. Einmal dis für zwei und phthongos für Klang. Es handelt sich also um die Kombination von zwei Vokalen, die auf einer Silbe ausgesprochen werden. Im Deutschen wären das ei, oi, au, selten hui oder oi. Im Silbenausgang ist der fast offene Endlaut, das Tiefschwa, zu sehen, also wie hier zum Beispiel. Ist übrigens derselbe, den man im IPA auch bei Vater schreibt, bloß dass das ein anderes Symbol ist. Dieser Vokal bildet im Auslaut ganz oft auch ein Diphthong, sowas wie nur, ur, er führt und das sind also auch Diphthonge. Diphthonge kommen eigentlich in allen Sprachen vor, nur hat jede Sprache ihre speziellen Diphthonge. Im Russischen sehr berühmt das Ui, das Vui. Das ist auch ein Diphthong, den man erstmal lernen muss als Nicht-Russe. Im Französischen gibt es auch wiederum ganz eigene Diphthonge, die mit den Nasalen noch zusammenhängen, wie feuille oder loin oder puis, auch ein sehr berühmter Diphthong im Französischen. Im Englischen werden eigentlich fast alle Vokale diphthongisiert. Das kennt man ja. Why, here, so. Und apropos so, auch unterschiedlich in den unterschiedlichen Akzenten. Zum Beispiel im amerikanischen Akzent würde man sagen so, also o. Im britischen so. Da macht man einen kleinen Schwa-Vokal am Anfang. Also es gibt da viele Unterschiede und deswegen ist besonders in der englischsprachigen Phonetik der Diphthong ein sehr, sehr wichtiges Thema. Italienisch ist ein bisschen ein Sonderfall. Und den werde ich später noch ausführlich behandeln. Nur zum Beispiel das Wort Paese, das Land, könnte man nämlich auch als Hiatus interpretieren. Hiatus bedeutet auf Latein Spalt oder Kluft. Und das ist die Kluft, die zwischen zwei Vokalen hintereinander steht. Zum Beispiel wie bei Chaos oder Radio. Das wäre ein Hiatus. Und da reden wir später noch deutlicher darüber, was das im Zusammenhang mit Italienisch zu bedeuten hat. Der große Bruder vom Diphthong ist übrigens der Triphthong. Ja, ihr habt euch schon richtig gedacht. Triphthong ist mit 3 Vokalen hintereinander. Sowas wie jauchzen oder wow. Den trifft man im Englischen sehr, sehr oft an. In anderen Sprachen gibt es das auch, aber ist doch eher ein Sonderfall, zumindest im Deutschen. So, wann spricht man nun optimalerweise die einzelnen Bestandteile des Diphthongs aus? In der Regel gibt es einen Hauptklang und einen Nebenklang. Im Deutschen ist es meistens der erste Klang, der den Hauptklang bildet und der zweite den Nebenklang. Zum Beispiel sein oder Reue.
Beim Singen würde man immer versuchen, den Hauptklang so lang wie möglich zu halten und dann den zweiten Klang ohne zu verschlucken dranhängen. Ja, und im Pop ist es vielleicht etwas anderes. Im Pop ist man da etwas kreativer mit den Diphthongen. Das liegt auch daran, dass natürlich jeder Songwriter seine eigenen Ideen verwirklichen kann und dann gehört das auch so. Und es gibt einige Lieder, die kann man sich ohne diese Diphthongbehandlung überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, zum Beispiel dieses hier. And I will always love you. Oder gibt es da dieses Why I Sharona. Auch noch ein Beispiel. Welche Laute spricht man überhaupt im Deutschen jetzt speziell? Also ein Diphthong ist ja technisch gesehen eine Gleitbewegung der Zunge von einer Vokalposition in die nächste. Und bei den berühmten 3 Hauptdiphthongen, die wir haben, I, schreibt man ja AI oder EI, man spricht aber AE. Also zum Beispiel kopuliert man ihrer zwei. Genauso auch mit Au. Da würde ich nicht Au sagen, sondern Au. Dasselbe gilt auch für den Vokal Oi. Ich würde nicht Oi, sondern Oe machen. Freude. Klingt ganz natürlich, ist aber wirklich kein I. Wenn ich sage Freude, gibt es sofort so einen hässlichen kleinen Akzent. Beim Singen ist es noch viel stärker. Die Freude, das fällt total raus. Freude, klingt viel natürlicher. Witzigerweise wird im Duden auch vorgeschlagen, dass man bei dem Diphthong Oi, O, Ü benutzen sollte. Das würde ich tatsächlich nicht machen. Das klingt immer sehr affektiert. Aber in einem Lied, wo das einen lustigen Effekt bringen kann, kann das durchaus was sein. Zum Beispiel bei dem Lied Bei einer Trauung von Hugo Wolf, wenn man sagt vor lauter hochadligen Zeugen. Da könnte es vielleicht ganz lustig sein, weil das zeigt, wie hochadelig diese Menschen sind. Da könnte man zum Beispiel auch bei dem Lauter das machen. Vor lauter hochadligen Zeugen. Da sieht man direkt, wie die so mit ihrer Kaffeetasse da sitzen und sehr adelig sind, was sie natürlich nicht sind. Und warum ist das so wichtig, dass wir das machen? Ich blende mal eine kleine Grafik ein von der Uni Bremen. Und da sieht man deutlich die Zungenpositionen. Und wenn wir dann sehen, es gibt eine vordere Ebene von Vokalen, die sich bewegt, von der Zungenbewegung her, und es gibt eine hintere Ebene. Also man könnte auch sagen, ein bisschen die italienischen Vokale und ein bisschen die dunkleren nordischen Vokale. Also Ai ist vorne und O ist hinten. Und wir wollen immer versuchen, möglichst einen einheitlichen Raum herzustellen, um eine optimale Resonanz zu gewährleisten. Und je mehr komische Bewegungen wir mit unserer Zunge machen, umso schwieriger ist das zu gewährleisten. Deswegen ist es so wichtig, möglichst kleine Bewegungen zu machen. Wenn man zu große Bewegungen hat, dann kriegt man oft so einen dialektalen Einschlag auch. Zum Beispiel wie Schwäbisch, Ei, die Scheibe oder Like und Subscribe. Und wir wollen doch lieber sagen Like und Subscribe. Das war eine raffinierte Überleitung, oder? Wenn ihr wollt, dann liked und subscribe, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, das wisst ihr schon, dann kriegt ihr gleich eine Nachricht, wenn das nächste Video rauskommt. Und ich plane noch ganz, ganz viele andere Videos zu technischen Themen. Kommen wir zu einer praktischen Anwendung von einer Diphthongregel nun. Diphthonge in melismatischen Passagen. Wenn wir zum Beispiel ein Melisma singen müssen, das heißt eine Silbe wird auf mehrere Töne verteilt. Wir sagen mal 2 Töne. Und wir müssen jetzt auf dieser Silbe einen Diphthong singen. So müssen wir auf jeden Fall den zweiten Vokal des Diphthongs erst am Ende des zweiten Tones singen. Zum Beispiel bei dem Lied von Hugo Wolf, vor lauter hochadligen Zeugen. Zeugen ist so eine Stelle. Zeugen. Wenn wir singen würden, vor lauter hochadligen Zeugen, was man oft hört, klingt das seltsam. Ja? Auch ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel bei Du bist die Ruhe, wenn es heißt Mein Aug und Herz. Haben wir ganz viele Diphthongs. Mein Aug und Herz. Man hört ganz oft Mein Aug und Herz.
Wenn man dann noch Main Aug hören würde, wäre es besonders schlecht. Diphthonge oder Triphthonge im Italienischen, darüber lässt sich ein bisschen streiten. Denn im Italienischen ist es theoretisch möglich, alle Vokale zu verschleifen oder auch zu trennen. Das hängt immer davon ab, wie der Komponist das gemacht hat. Ganz wichtig ist es, dass man immer zunächst weiß, wie das Wort im Italienischen ausgesprochen wird, um zu wissen, wie man den Diphthong ausspricht. Auch mit der Regel, was ist wichtiger, welche von den beiden Silben. Zum Beispiel, wir haben il mio, das ist die erste Silbe lang, das muss man wissen. Aber più zum Beispiel ist der zweite Vokal wichtig. Und das kann man aus dem Notentext nicht sehen. Das andere ist, dass Worte ganz anders komponiert wurden. Wenn wir zum Beispiel das Beispiel haben, per la gloria d'adorarvi, könnte man sich durchaus vorstellen, dass er geschrieben hätte, per la gloria da. Würde ein bisschen komisch klingen, aber wäre nicht falsch. Also man findet solche Stellen durchaus im Italienischen. Oder ein gutes Beispiel, wo, wie Gott so oft im Italienischen, ganz, ganz viele Vokale gerafft sind auf eine einzige Note, ist zum Beispiel bei der Grafenarie. Wenn der Graf sagt, E poi Antonio, che ha un incognito figo ricusa, che ha un incognito, che ha un incognito. Das ist wieder ein Triphthong im Grunde. Ja? Aber im Italienischen ist das nichts Ungewöhnliches. Ob und wie man verschleift, ist also immer von der Musik abhängig. Unerwünschte Diphthonge. Es ist mir schon oft vorgekommen, dass gerade bei asiatischen Sängern und Sängerinnen Diphthonge gesprochen werden, wo gar keine hingehören. Zum Beispiel so ein Wort wie Sahne, dass dann plötzlich die Seine raus wird. Das liegt daran, dass die Sängerinnen oder Sänger oft nicht schnell genug in den nächsten Konsonant gehen. Das heißt einfach den Mund schließen, um zum Beispiel zum A gehen. Seine. Und dann entsteht so ein falscher Diphthong. Für den Fall, dass ihr das auch schon erlebt habt bei euch oder falls ihr Lehrer so etwas schon mal erlebt habt, es liegt nicht daran, dass sie es nicht hören oder nicht verstehen, dass da kein Diphthong ist. Das ist wirklich eine rein mechanische Angelegenheit. Würde sich in dem Fall schon allein dadurch vermeiden lassen, dass man das N nicht spricht, sondern Sahne. Dann kann man schon gar keinen anderen Vokal bilden. Kleiner Tipp. Ich glaube, wir sind mit dem Thema Diphthonge einigermaßen durch. Wir haben heute gelernt, was Diphthonge überhaupt sind und Triphthong und Hiatus. Wir haben gelernt, welche Vokale man wirklich spricht, wenn man einen Diphthong im Deutschen speziell ausspricht und wann man ihn spricht. Wir haben über die Behandlung im Melisma gesprochen und über die Besonderheiten im Italienischen. Wenn das Video dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und empfiehl es gerne auch Leuten weiter, von denen du das Gefühl hast, dass sie davon auch etwas haben könnten. Wenn du möchtest, besuch mich auf den sozialen Netzwerken und auf meiner Homepage. Schau mal auf dem anderen Kanal vorbei, wo ich als Sänger tätig bin. Und in diesem Sinne, bleib gut bei Stimme und bis bald. Ja, zum Beispiel And I will... Jetzt habe ich es nicht gemacht. And I